Hallo, ich bin Felix Rodermund, Maschinenbauingenieur und CAD-Konstrukteur bei Erkon und ich möchte auf diesem Kanal einige meiner Meinung nach nützliche Themen für die Arbeit mit CAD-Systemen vorstellen. Dieses erste Video über Modellautomatisierung mit der Top-Down-Methode ist sozusagen die Einleitung und soll erstmal einen groben Überblick über das Thema geben. Wenn ich dazu positive Rückmeldungen bekomme, werde ich in weiteren Videos tiefere Details der Methode zeigen. Das Thema dieses ersten Videos also Automatisierung von CAD-Modellen mit der Top-Down-Methode. Dieser Tage wird viel über Digitalisierung und Automatisierung aller möglichen Lebensbereiche geredet und geschrieben. Bei Gesprächen höre ich dagegen manchmal, Konstruktionsarbeit kann ja nicht automatisiert werden. Kann sie nicht? Ich denke doch. Auch in der klassischen CAD-Konstruktion gibt es einiges an immer gleicher Fleißarbeit, die wir gut den Computer für uns machen lassen können, wenn wir CAD-Konstrukteure unsere Arbeitsweise daraufhin ausrichten. Eine Möglichkeit dazu ist die Top-Down-Methode. Top-Down-Modellierung an sich ist schon lange bekannt und wird im Grundsatz auch von den Herstellern der CAD-Systeme dokumentiert und mit darauf ausgerichteten Funktionen unterstützt, wobei sich das Engagement der verschiedenen Anbieter da auch stark unterscheidet. Obwohl es eine sehr zeitgemäße Methode ist und viel über Effizienz geredet wird, führt diese Form des Modellaufbaus nach meinem Eindruck bisher eher ein Nischendasein. Ich möchte interessierten Konstrukteuren hier die Top-Down-Methode näher bringen, weil ich sie sehr spannend und nützlich finde und sie uns helfen kann, unsere Effizienz zu steigern und dadurch letztlich auch unsere Arbeitsplätze zu sichern. Das Thema an sich ist einigermaßen unabhängig davon, welches CAD-System man benutzt, denn die Grundprinzipien sind für alle Systeme gleich. Meine Beispiele zeige ich in Inventor, das ist mein Haupt-CAD-System, und wenn ich etwas in Creo grundlegend anders ist, dann werde ich das nebenbei auch erwähnen. Creo kenne ich auch noch ganz gut. Top-Down-Modellierung an sich dürfte in allen gängigen CAD-Systemen umsetzbar sein. SolidWorks zum Beispiel macht da auch Werbung mit, da ist das Stichwort intelligente Baugruppen. Da weiß ich aber nicht im Einzelnen, wie das genau funktioniert und bedient wird. Also, wofür sollte man mit Top-Down-Modellierung arbeiten und wie funktioniert das? Top-Down-Modellierung ist gut, um effizient anpassbare Baugruppen zu erstellen, weil ich damit Baugruppen und Schnittstellen zusammenhängend aufbauen kann. Meiner Meinung nach ist die Methode sinnvoll für alle Baugruppen, bei denen Teile oder Unterbaugruppen über Schnittstellen miteinander verbunden sind, also so ziemlich jede Konstruktion. Als Beispiel nehme ich gleich unter anderem hier so eine einfache Gleitlagerung. Da ist so eine Stütze, die von oben kommt und die mit einem Bolzen und einigen Bronzeteilen als Gleitlager hier in dieser Anschraubkonsole gelagert ist. Auch zur Synchronisation von Bauräumen oder Störkonturen finde ich Top-Down-Modellierung sehr nützlich. Also wenn zum Beispiel wie hier eine bewegliche Konstruktion in diesen roten Bereich nicht eindringen darf, oder auch für Schnittstellen verschiedener Anlagenteile, wo möglicherweise ein Teil von schon vorgegeben ist oder von anderen Mitarbeitern oder Projektbeteiligten kommt. Also wenn zum Beispiel hier so eine Anschraubfläche mit Gewindebohrung schon vorhanden ist und meine Konstruktion dazu passen muss, dann kann die Top-Down-Methode auch sehr nützlich sein. Ihre Vorteile spielt die Top-Down-Modellierung besonders dann aus, wenn nach der erstmaligen Erstellung der Teile noch Änderungen erfolgen. Wenn sich also im Lauf der Entwurfsphase noch Änderungen ergeben oder ein Kunde sich nach Präsentation des Entwurfs noch Anpassungen wünscht, das kommt ja häufiger mal vor, dann kann ich mit wenig Aufwand meine Konstruktion anpassen und dabei relativ sicher sein, dass nach der Änderung auch noch alle Teile zusammenpassen. Dieselben Vorteile greifen natürlich auch, wenn eine schon fertige Baugruppe skaliert oder auftragsweise unterschiedliche Maße angepasst werden soll. Besonders viel Zeit spare ich, wenn ich eine prinzipiell gleiche Konstruktion in verschiedenen Baugrößen oder mit auftragsweise angepassten Maßen ausführen oder insgesamt skalieren möchte. In einem gut aufgebauten Top-Down-Modell kann ich bei all diesen Szenarien mit sehr wenig Aufwand durch Eingabe weniger Maße Anpassungen vornehmen, die dann durchgängig konsistent in alle abhängigen Teile übernommen werden. Ich gehe mal in das Skelett zu dieser Lagerung. Hier. Wenn ich zum Beispiel die Stütze etwas dicker mache, 80 statt 60, das sieht man schon in der Skizze, dass die Konsole breiter wird und hier der Bolzen länger, das blaue. Ich mache den Bolzen auch mal noch dicker. Den habe ich hier in der Seitenansicht gezeichnet. Den mache ich mal von 40 auf 60. Ist ein bisschen extrem hier, aber es müsste eigentlich funktionieren.
Und da werden sich dann, wenn ich das Skelett schon mal aktualisiere, ändern sich hier dann schon der Bolzen, mit dem Bolzen die Gleitlager und diese Anlaufscheibe und auch das Loch in der Stütze mit. Wenn ich zurückgehe ins Modell, sieht man jetzt schon in der Überlagerung, das stimmt nicht mehr. Hier sind die Skelettlinien jetzt außerhalb von dem Volumenmodell. Und das aktualisiere ich dann einmal. Und dann macht das plopp und alle Teile passen wieder genau richtig zusammen hier. Dafür hätte ich jetzt in konventionellen Modellen ungefähr 6 Teile manuell ändern und immer selbst gucken müssen, dass die Maße stimmen. Wer mir das in dieser Zeit nachmacht, ist ein Held. Ein anderes schönes Beispiel sind Bohrbilder aller Art. Hier kann ich zum Beispiel die Teilung des Lochkreises verändern. Ich gehe mal rüber ins Skelett. Hier. Vorher waren das 6, jetzt mache ich da mal 10 draus, indem ich den Winkel auf 36 ändere. Und auch hier ist es so, ich muss nur einmal aktualisieren und alle Teile, in dem Fall der Deckel und die darunter liegende Welle, ist geändert. Man sieht hier, die Bohrungen passen immer noch zueinander. Wenn die Schrauben als assoziatives Muster eingebaut werden, folgt deren Anzahl natürlich auch. Mit Rechteckmustern geht das genauso gut, mit Linienmustern sogar einfacher. Übrigens, der Gestellgenerator für den Stahlbau in Inventor funktioniert auch so ähnlich. So, wenn man jetzt diese Methode einsetzen möchte, stellt sich natürlich die Frage, wie funktioniert Top-Down-Modellierung? Als erstes brauche ich zu jeder Baugruppe ein Skelettteil, das alle für die Baugruppe oder Unterbaugruppe relevanten Informationen enthält. Hier in dieser Baugruppe sieht man das mit so einem Skelett hier. Ich baue das immer am Anfang der Baugruppe ein, werden in der Baumhierarchie meiner Baugruppen immer in der jeweils höheren Ebene Elemente definiert, die dann als Basis für die nächste niedrigere Ebene verwendet werden. Wenn ich das hier aufklappe, sind da all die Elemente und Informationen drin, die für die Teile dieser Baugruppe und für ihr Zusammenwirken relevant sind. Zu jeder Baugruppe gehört also ein Skelettteil. Ich gehe mal ins Skelett rüber und zeige das in seiner ganzen Pracht, indem ich hier alle Skizzen einmal einschalte. Im Skelett sind meist in Form von Skizzen oder Arbeitselementen wie Ebenen, Achsen, Punkte die für diese Baugruppe relevanten Maße, Geometrien, Zusammenhänge und Zustände auch definiert, also Bewegungszustände. Prinzipiell sind auch Flächen- oder Volumenkörper im Skelett möglich, aber ich glaube, die haben meist mehr Nachteile als Vorteile. Für die Anlagenlayout-Planung könnte dagegen manchmal auch ein sehr grobes Skelett reichen, mit dem nur Ebenen, Achsen oder Koordinatensysteme übergeben werden. Für Maschinen und Vorrichtungen, wie ich die meistens mache, kann es dagegen sinnvoll sein, alles bis hin zu den Gewindegrößen einzelner Schrauben im Skelett zu definieren. Normteile sind in Inventor und Creo leider nicht ohne weiteres automatisierbar. Die muss man noch von Hand ändern oder sich größere Skripte schreiben. Wenn viele Skizzen sichtbar sind, sieht es auf den ersten Blick sehr unübersichtlich aus, ist es auch. Normalerweise macht man deshalb nur die Skizzen sichtbar, die man gerade braucht. Ich mache also hier die ganze Sammlung mal wieder aus und mache nur die wieder an, die wir für den nächsten Schritt jetzt brauchen. Das ist ja dieser Deckel von diesem Wellenende. In den Einzelteilen werden diese relevanten Elemente des Skeletts sozusagen als externe Referenzen übernommen und das Teil wird dann darauf aufgebaut. Als nächstes muss ich dann also die relevanten Elemente in die Einzelteile und Unterbaugruppen Skelette übernehmen. Wie das funktioniert, zeige ich als nächstes. Bei Inventor heißt die dafür verwendete Funktion abgeleitetes Bauteil hier und ist sehr komfortabel. Bei Creo ist das die Kombination aus Publiziergeometrie und Kopiergeometrie und ist nicht ganz so komfortabel. In beiden Fällen wählt man nur die Elemente aus dem Skelett aus, die im Teil gebraucht werden. Das sieht man hier, ich schalte die mal ein. Und ein nützlicher Nebeneffekt davon ist, das sieht man hier auch schon, dass ich im Einzelteil auch die Schnittstelle der angrenzenden Teile sofort sehen kann. Also ich sehe in dem Deckel drin aber auch das Wellenende. Alle Maße, die im Skelett schon definiert wurden, werden dann entsprechend im Einzelteil oder in der Unterbaugruppe nicht mehr definiert, sondern nur noch übernommen. Also wenn ich jetzt in diese Umdrehung hier reingehe und Bemaßungen davon anzeigen will, dann kommt da nichts. Weil da sind auch keine drin. Das Ding nimmt ja nur die externen Referenzen als Basis und keine
Parameter, die ich hier eingeben könnte. Dadurch entsteht ein redundanzfreies Gesamtmodell, denn die Schnittstellenmaße für die Verbindung mehrerer Teile müssen nicht mehr in jedem Teil einzeln festgelegt und manuell übertragen werden, sondern werden einmal im Skelett für alle beteiligten Teile und Unterbaugruppen festgelegt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in den Rahmen gehe, in dem das Wellenende auch eingebaut wird, sieht man hier wieder, ich habe hier den Deckel und die Ausfräsung von dem Deckel und das Wellenende samt Passfeder, das ist da alles aus dem Skelett auch übernommen, auch wieder hier über dieses abgeleitete Bauteil am Anfang mit diesen Skizzen. Und dasselbe passiert natürlich auch, wenn ich jetzt mir die Welle dazu angucke. Auch in der Welle sehe ich jetzt den Deckel und die Verschraubung und natürlich die Passfedernut. Danach sind wir eigentlich wieder auf altbekanntem Gebiet. Der Zusammenbau der Einzelteile kann konventionell über Einbaubedingungen Teil auf Teil erfolgen. So mache ich das bevorzugt, weil ich die Baugruppe dann noch bewegen kann und eine Redundanz zur Fehlerkontrolle habe. Oder die Teile können auf Referenzen des ebenfalls in die Baugruppe eingebauten Skeletts erfolgen. Oder alle Teile werden fixiert auf den Ursprung eingebaut und sind durch ihre Skelettreferenzen automatisch am richtigen Platz. Die Modellautomatisierung mit der Top-Down-Methode kann uns Konstrukteure also von viel Fleißarbeit befreien oder zumindest entlasten, sodass wir effizienter zum Ziel kommen. Besonders viel Mehrfacharbeit lässt sich auf dieser Weise sparen bei der Konstruktion von zum Beispiel Verschraubungen, Schweißteilen, Lagerungen, Steckverbindungen, Abdeckungen und Deckeln, beweglichen Teilen mit mehreren relevanten Positionen. Das finde ich besonders nützlich dabei, wenn irgendein Gerät an mehreren Stellen betrachtet werden muss, um eine Konstruktion vollständig zu definieren. Und natürlich alles Weitere, wo irgendwie mehrere Teile dran beteiligt sind. Die Vorteile der Top-Down-Modellierung gegenüber unabhängigen Einzelteilen sind ähnlich wie bei einer aus 3D abgeleiteten Zeichnung gegenüber einer alt hergebrachten 2D-Zeichnung, damals in der Umstellungszeit, vielleicht erinnern sich noch einige dran. Bei einer aus 3D abgeleiteten Zeichnung muss man Änderungen nur einmal im Teil machen und alle Ansichten, egal wie viele das sind, werden auf der Zeichnung vom System aktualisiert, wo ich vorher im 2D-CAD jede Ansicht einzeln manuell ändern musste. Bei einer mittels Top-Down-Methode erstellten Baugruppe muss man Änderungen nur einmal im Skelett machen und das System aktualisiert alle abgeleiteten Teile, wo bei einer konventionellen Baugruppe jedes betroffene Teil einzeln manuell geändert werden müsste. Das heißt, ich spare als Vorteil von dieser Methode sehr viel Mehrfacharbeit beim Anlegen oder Ändern von Schnittstellen, weil ich ja alle Schnittstellen nur einmal im Skelett erzeugen und bearbeiten muss. Vorgegebene Schnittstellen können mehrfach verwendet und mit wenig Aufwand geändert werden, also für den Aufbau von Modulsystemen, bei denen alle Varianten dieselbe Schnittstelle haben sollen, zum Beispiel besonders, wenn diese Schnittstelle mal skaliert oder angepasst werden soll, für unterschiedliche Aufträge oder ähnliches. Ich habe eine sehr schnelle und sehr konsistente Entwurfserstellung, denn ich baue ja alles funktional logisch im Skelett schon auf und kann dabei auch mit noch unklaren Eingangsdaten weitgehend fertig konstruieren. Denn wenn ich das logisch aufbaue, brauche ich erst später die definitiven Maße festlegen. Zum Beispiel bei dem Störraum, den ich am Anfang gezeigt habe. Da ist es nicht schlimm, wenn ich den Störraum am Anfang gar nicht so genau kenne. Ich kann trotzdem den schon einzeichnen im Skelett und kann meine Konstruktion auf einen Abstand zu diesem Störraum definieren und alles auskonstruieren. Und am Ende, wenn ich das Maß von dem Störraum genau kenne, dann kann ich das anpassen und die ganze Konstruktion folgt dann eben dem tatsächlichen Maß des Störraums. Ich habe sehr viel Zeitersparnis bei der Erweiterung auch von Konstruktionen, weil wenn die Umgebung im Skelett schon vorhanden ist, kann ich zusätzliche Teile und ihre Schnittstellen sehr leicht ergänzen und habe dann die Schnittstellen und die zusätzlichen Teile in den schon vorhandenen Teilen, die ich anpassen muss, sofort verfügbar, indem ich sie mit in die Ableitung übernehme. Ich vermeide auch sehr viele Fehler, denn alle Mitglieder einer Schnittstelle hängen ja von demselben Skizzen im Skelett ab. Ich kann da also gar keine unterschiedlichen Maße definieren, dass das eine Teil zum anderen nicht mehr passen würde. Ich habe auch einige Vorteile beim Mehrfachverwenden von Gleichteilen. Also wenn ich im Entwurfsstadium alle Teile schon zusammen sehe und Maßen in Skizzen gleichsetzen kann,
ist das relativ leicht sicherzustellen, dass die verschiedenen Teile, die gleich sein sollen, sich nicht in der weiteren Detaillierung voneinander entfernen. Und ich sehe es halt auch einfach besser im Zusammenhang. Und der größte Vorteil überhaupt für mich ist, ich habe eine massive Zeitersparnis bei der Anpassung von Maßen oder bei der Skalierung von Baugruppen oder Maschinen. Und wir können nämlich mit einem stabilen Top-Down-Modell in viel kürzerer Zeit als bei konventionellen Modellen Konstruktionen mit mehreren Dutzend oder sogar mehreren hundert Teilen auf geänderte Funktionsmaße oder Baugrößen anpassen. Das Ganze hat natürlich auch seinen Preis. Auch diese Methode hat Nachteile, sonst würde ja schon jeder damit arbeiten. Also es ist eine sehr große Sorgfalt bei der Erstellung von den Modellen erforderlich und eine sehr disziplinierte Einhaltung von Regeln. Denn wer beim Aufbau von Top-Down-Modellen schlunzt, bekommt instabile Modelle und viel mehr Aufwand bei Änderungen, wenn das Modell dann irgendwann kollabiert oder irgendwelche unerwarteten Ergebnisse bringt. Ich habe natürlich auch einen erheblichen Einarbeitungsaufwand, das will ich gar nicht verschweigen. Die Methode erfordert einen grundsätzlich anderen Denkansatz als konventionelle Bottom-up-Modellierung. Das ist für den einen oder anderen schon anspruchsvoll, sich da so komplett umzuorientieren und erstmal eine Weile sich hinzusetzen und zu überlegen, wie konstruiere ich das eigentlich, wie muss ich das aufbauen, damit es logisch ist, wo man früher vielleicht einfach drauf losmodelliert hat. Und bei grundsätzlichen geometrischen Änderungen habe ich auch unter Umständen einen Mehraufwand durch die Methode und muss Fehlersuche betreiben. Die Top-Down-Methode stößt klar an ihre Grenzen, wenn funktionale Zusammenhänge oder die geometrische Beschaffenheit an sich grundlegend verändert werden. Also wenn ich kreisrunde oder zylindrische Teile plötzlich eckig und würfelig machen will, oder ein Teil C, das von Teil A und B abhängig war und ich ändere den funktionalen Zusammenhang, sodass plötzlich A von B und C abhängig sind, dann müsste ich die ganze Reihenfolge der Referenzen ändern. Da entsteht Mehraufwand. Man muss also schon gründlich nachdenken, bevor man anfängt und sich einigermaßen sicher sein, dass keine allzu fundamentalen Änderungen am Prinzip noch stattfinden werden. Wenn man auf die Top-Down-Methode umsteigen will, kommt es besonders auf diese Punkte an. Es muss vereinbart werden, wie detailliert in den Skeletten gearbeitet wird, also ob ich nur grundsätzliche Dinge wie Koordinatensysteme und Störkonturen oder auch wichtige Komponenten oder dazu noch unwichtige Komponenten oder einfach alles im Skelett definieren will. Wenn darüber Unklarheit herrscht, passieren Fehler, weil der eine Mitarbeiter erwartet, dass etwas sich automatisch ändert bei Änderungen im Skelett und der andere hat aber beim Aufbau eine manuelle Bearbeitung für das Teil vorgesehen oder umgekehrt. Dann müssen natürlich alle, die am Aufbau von den Top-Down-Modellen beteiligt sind, sehr gute Kenntnisse über die Stabilität von Geometrien, Elementen und Referenzen in diesem speziellen CAD-System, was benutzt wird, haben. Und was da gut funktioniert und was nicht, unterscheidet sich auch von System zu System schon, so dass da also eine fundierte Kenntnis des Systems auch echt erforderlich ist. Dann muss man natürlich vorher auch grundlegende Vorgaben zu der Arbeitsweise machen, in Form von Regeln, damit niemand unwissentlich etwas Instabiles macht oder die Modellstruktur beschädigt, der damit arbeiten muss. Und damit alle gemeinsam in dieselbe Richtung arbeiten und sich nicht gegenseitig behindern oder die Modelle zerschießen. Und natürlich muss man die Disziplin haben, die Skelette übersichtlich zu gestalten, zum Beispiel durch die Benennung aller Elemente, durch Einfärbung der Linien und durch Begrenzung der Skizzengröße. Das ist eigentlich ja nichts Neues, dass Skizzen nicht so umfangreich werden sollten, aber man muss sich halt auch dran halten. So, damit komme ich zum Fazit. Die Erstellung der Top-Down-Modelle kann mehr Aufwand sein und das Erlernen der Methode kostet einige Zeit. Aber die Zeitersparnis über den gesamten Konstruktionsprozess macht das nach meiner Erfahrung auch relativ schnell wieder wett und dadurch hat man echt große Vorteile am langen Ende. Das war jetzt ein sehr langes Video für den Einstieg. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Wenn das Thema euch interessiert, werde ich in kürzeren Videos tiefer ins Detail gehen. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge habt, schreibt mir oder schreibt in die Kommentare. Vielleicht kann das ein oder andere davon dann in zukünftige Videos einfließen. Besonders interessante oder anschauliche Fragen und Beispiele von euch würde ich gegebenenfalls auch per Video beantworten, wenn ihr damit einverstanden seid. Bei umfangreicheren Anfragen zu konkreten Anwendungsfällen mache ich auch gerne ein Beratungsangebot.
Auf www.r-con.de gibt es das Thema auch nochmal schriftlich aufbereitet mit einer kleinen Übersicht zum Runterladen, und Kontaktmöglichkeiten gibt es da natürlich auch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, und wenn ihr mehr über Top-Down-Modellierung wissen wollt, abonniert diesen Kanal oder gebt mir Feedback. Ich werde versuchen, hier nach und nach die Basics zu vermitteln. Vielen Dank.